for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute, ein 4 Monate alter Nilvaran, Varanus niloticus. Ihr kennt vielleicht unseren Nils, unseren leucistischen Nilvaran. Für den war ich ja immer auf Weibchensuche, habe lange kein Weibchen gefunden, habe jetzt übrigens eins. Hoppla, hier geblieben. Und nachdem ich lange keins gefunden habe, habe ich mir gedacht, da muss ich mir halt selber Weibchen großziehen und habe mir dieses Jahr 3 so Nilvarane in Afrika gekauft, Farmzuchten. Habe versucht, noch irgendwelche hübschen Farben zu finden. Also das ist jetzt auch nicht ganz so die Standardfarbe, die sind ein bisschen heller von der Färbung her, haben eine besonders hübsche Zeichnung. Die hatte ich mir geholt, wie gesagt, um für den Nils ein hübsches Weibchen großzuziehen. Und so kam ich zu diesen Tieren und deswegen wollte ich euch die heute mal als Intro-Tierchen vorstellen. Ne? Echt hübsche Tiere, leider noch ein bisschen ungestüm und deswegen bringe ich den jetzt so wieder weg. Es gibt ja mittlerweile so viel verschiedene Königspythons. Also hier habe ich jetzt die ganz normale klassische Farbe, wie sie seit Hunderten oder Tausenden Jahren, wie sie aus dem Ei schlüpfen, so ein Königspython. Aber mittlerweile durch all die Farbvarianten und so weiter ist das Angebot so riesengroß. Ich glaube, da wird es immer schwieriger, wie man oder was für ein Tier man sich aussucht. Ne? Und das ist auch eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Deswegen möchte ich die heute behandeln. Vorneweg vielleicht noch. Also in der Regel ist ja so, ihr denkt euch, ich möchte mir einen Königspython kaufen, finde ich toll, habt euch hoffentlich schon lange damit beschäftigt. Und wie gesagt, dann kommt die Frage, welches Tier passt denn zu mir oder was suche ich mir aus oder was ist das Richtige. Manchmal ist natürlich auch der Fall andersrum, dass sozusagen die Schlange euch aussucht, beziehungsweise ich höre es ja immer wieder, dass man zu einem Tier kommt, weil halt irgendein Bekannter oder irgendjemand, den man kennt oder einer, den man kennt oder so irgendwie, der gibt einen Königspython ab, weil er verreisen tut, weil er keine Zeit mehr hat, weil er den nicht mehr will, weiß der Herrgott aus welchem Grund. Und so kommt man manchmal auch zu einem Tier. Dann erübrigt sich die Frage natürlich, ne? Dann ist da ein Tier vorhanden, das sucht ein neues Zuhause. Das macht dann sicherlich auch Sinn, wenn ihr euch diesem Tier annehmt. Aber wenn es so ist, dass ihr euch gezielt ein Tier aussuchen wollt, wie gesagt, wenn ihr mit dem Hobby anfangen wollt oder vielleicht schon andere Schlangen habt oder andere Terrarientiere habt, aber sagt, okay, jetzt soll es mal ein Königspython werden, dann kommt ja die Frage, wie suche ich mir das Tier aus? Vorneweg noch eine Anmerkung. Die Königspythons sind in der Natur und ich würde auch sagen in der Terraristik sind sie Einzelgänger. Die sind am liebsten allein. Deswegen würde ich euch in der Regel auch empfehlen, die Tiere allein zu halten. Ja? Es gibt Terrarianer, die bauen riesen Kisten mit 2 Metern, weiß der Herrgott was, dann ist ein Königspython drin, dann fragen die, kann ich nicht noch einen zweiten oder einen dritten reinmachen? Ich würde sagen, in Ausnahmefällen, es ist vertretbar, wenn man ein Pärchen reinmacht oder 2 Weibchen reinmacht. Ja? Also bitte keine 2 Männer, das tut nicht gut. Aber Pärchen, 2 Weibchen oder womöglich 3 Tiere, ist es vertretbar. Aber ich glaube, sie sind letztendlich am liebsten alleine. Deswegen jetzt auch, oder wollen wir uns damit beschäftigen, dass ihr euch ein einzelnes Tier aussucht. Eine wichtige Frage, die sich stellt, ist natürlich Männchen, Weibchen. Ne? Was soll ich nehmen? Es gibt für und wider von Männchen und Weibchen. In meiner linken Hand habe ich ein Albino-Männchen. Das ist jetzt ein 4-, 5-jähriges Tier. Hier habe ich ein Albino-Weibchen, ungefähr genauso alt. Was natürlich schon mal auffällt, ein Weibchen ist größer und schwerer. Ne? Am Anfang ist das nicht so arg zu bemerken im Wachstum, aber irgendwann wachsen die Weibchen mehr oder weniger weiter und die Männchen bleiben oft so wie er hier relativ schlank. Vom Gewicht her
schlussendlich vielleicht 70%, 60-70%, was ein Weibchen erreichen kann. Ne? Das kann natürlich schon mal ein Argument sein, wenn man sagt, ich möchte möglichst ein schweres, großes Tier, dann würde ich lieber ein Weibchen empfehlen. Wenn ihr sagt, auch lieber ein Stückchen kleiner, dann dann wählt ein Männchen aus. Ne? Wie gesagt, am Anfang, die ersten 2-3 Jahre kommt es nicht so zum Tragen, aber dann später werden die Weibchen schon schwerer und voluminöser. Ne? Das ist sicher ein Argument. Noch kleine Anmerkung zwischenrein. Farblich, der Mann hier sieht gerade schöner aus, das ist rein Zufall, der ist relativ frisch gehäutet. Das Weibchen hier, das kommt demnächst, wird sich die häuten, ne? Die kommt in die Häutung, deswegen sind die Farben ein bisschen matt. Also farblich, falls ihr jetzt hier einen falschen Eindruck habt und denkt, oh, der Mann ist viel schöner wie das Weibchen, das ist reine Täuschung, hat mit der Häutung zu tun. Ne? Vom Verhalten her werde ich manchmal gefragt, wer ist ruhiger, wer ist weniger ruhig oder wer ist aktiver. Aus meiner Sicht gibt es keinen Unterschied. Ne? Auch jetzt im Moment, der Mann ist hier ein bisschen mehr am Rumkriechen wie das Weibchen, die versteckt sich hier mehr oder weniger. Das ist auch reiner Zufall. Ich würde sagen, vom Verhalten, vom Charakter her konnte ich noch nie einen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen feststellen. Also da sind sie definitiv gleich auf. Ein wichtiger Aspekt ist der preisliche Unterschied von Männchen und Weibchen. Wenn ich mir ein Königspython einfach anschaffe und mir das egal ist, ob Mann oder Weib, dann muss man sagen, man bekommt beim Männchen für weniger Geld schönere Farben. Oder andersrum gesagt, wenn ich ein Budget habe mit 200-300 Euro, egal, oder wenn es auch 50 oder 100 Euro sind, dann bekomme ich bei einem Männchen mehr fürs gleiche Geld. Ne? Hintergrund ist einfach der, dass die ganzen Züchter, als Züchter braucht man mehr Weibchen wie Männchen. Das heißt, es ist immer ein gewisser Männerüberschuss da. Ne? Wenn ich jetzt Züchter bin, dann habe ich vielleicht 3-4 Weibchen und habe nur ein Männchen. Also bleiben Männchen übrig, die zumindest in Züchterkreisen nicht so beliebt begehrt sind. Und daher kommt es, dass die Männchen in der Regel günstiger sind. Ne? Also wenn ihr ein gewisses Budget habt, dann habt ihr theoretisch mehr davon, wenn ihr euch für dieses Geld ein Männchen aussucht. Andererseits, wenn ihr mittel- oder längerfristig denkt, als adulte Tiere ist ein Weibchen mehr wert, ne? Also rein vom Geld gesprochen, also bitte nicht das irgendwie moralisch, ethisch oder sonst was zu sehen, sondern rein vom Preis, vom Geld ist ein Weibchen mehr wert, weil es einfach, wie gesagt, beliebter ist. Oder wenn ihr jetzt als Beispiel euch Albinos gekauft hättet als Baby und irgendwann kommt der Tag und ihr sagt, oh je, jetzt will ich doch, ich habe keine Zeit mehr oder ich muss ins Ausland verreisen oder weiß der Herrgott, wieso ihr die Tiere hergeben müsst. So ein Albino-Weibchen werdet ihr sicher deutlich leichter wegbringen oder für mehr Geld oder ihr werdet mehr dafür bekommen, wie wenn ihr jetzt das Albino-Männchen loswerden müsst. Ne? Also das kann natürlich auch ein Gedanke sein, wenn es irgendwann mal der Fall ist, ziehe ich lieber ein Männchen so groß oder lieber ein Weibchen groß, ne? Wenn man das mal so ein bisschen materiell beleuchten darf. Ansonsten, wie gesagt, Verhalten habe ich gesagt, beide gleich brav, da gibt es keinen Unterschied. Das sind eigentlich so die Argumente für und gegen Männchen und Weibchen. Jetzt kam hier gerade noch die Frage vom Team hier rundherum, wie denn das bei Weibchen wäre mit irgendwelcher Legenot oder Probleme mit Eiablage oder sowas. Gibt es bei Pythons definitiv nicht. Die Weibchen, sagen wir im Worst Case, würde sie mal unbefruchtete Eier legen, aber selbst das eigentlich nicht. Wenn ein Python oder Königspython Weibchen allein ist, dann legt die einfach keine Eier und das war's. Also da werdet ihr nichts davon merken und es gibt nichts, was irgendwie gefährlich werden kann. Es gibt manche Reptilien, da ist das tatsächlich der Fall, aber wie gesagt, bei Königspython überhaupt müsst ihr keine Bedenken haben, das Weibchen, oh je, dann legt die mal Eier und es passiert vielleicht irgendwie was. Definitiv kein Argument für oder gegen die Weibchen. Ansonsten, wenn ihr euch ein Tier aussucht, wie gesagt, die adulten Tiere waren jetzt einfach zum Zeigen. Höchstwahrscheinlich werdet ihr mit einem Jungtier anfangen wollen. Ich hatte jetzt gerade gesagt, man kriegt beim Männchen für weniger Geld bekommt man etwas mehr.
Hier auch nochmal ein Beispiel dafür. Albino, was natürlich definitiv ein schönes Tier ist. Und hier in der anderen Hand ein GHI Mojave, auch super schönes Tier. Vom Preis ungefähr gleich, beziehungsweise wenn ihr die als Männchen nehmt, dann seid ihr mit dem GHI Mojave deutlich billiger. Andersrum genau das Gleiche. Ne? Also was ich damit sagen will, da habt ihr einfach mehr Auswahl. Ne? Wenn ihr sagt, okay, ich nehme ein Männchen, dann könnt ihr euch so ein GHI Mojave, der noch vielleicht ein bisschen hochpreisiger ist, leisten. Oder Albino als Männchen oder sowas im Vergleich zum Weibchen, das ca. 30–40% mehr kostet. Ne? Von der Vorgehensweise her, je nachdem, woher ihr das Tier bekommt, natürlich spreche ich auch immer in gewisser Weise von mir oder über mich, ist ja zwangsläufig oder logisch. Wenn ihr jetzt bei uns auf der Webseite schaut, könnt ihr sortieren. Ihr geht hin, gebt ein Regius 19, wenn ihr ein Jungtier wollt, ne? Also 19 für den Jahrgang, Regius 19. Klickt auf Enter, dann bringt euch die Suche die ganzen Königspythons von 2019 und dann könnt ihr das Ganze sortieren, Preis aufsteigen. Ne? Also so mache ich es, wenn ich jetzt Kundschaft hier habe und die wissen überhaupt nicht, was sie denn wollen. Dann frage ich meinetwegen, na, habt ihr irgendwo ein Budget? Dann sagen die jetzt einfach als Beispiel 200 €. Dann sortieren wir das Preis aufsteigend. Dann fängt es an bei 40 € für ein Classic und geht hoch bis, was weiß ich, paar tausend Euro für ein Sunset. Aber so kann man es dann den Preis aufsteigen lassen und dann kann man bei, ich sage jetzt mal bei der 200, oder dann kann man sich von unten nach oben arbeiten. Ne? Dann kann ich, wenn ich ein Tier für 50, 60 finde, das mir super gefällt, kann ich das nehmen. Beziehungsweise ich klicke einfach weiter, bis ich auf den Preis um die 200 komme und dann sehe ich, oh Mensch, für 200 kriege ich vielleicht schon so ein Mojave GHI oder sowas. Und dann sage ich, okay, das ist mein Tier, das ich mir oder das mir gefällt erstmal. Ne? Das sind natürlich dann rein die optischen Aspekte. Ich würde euch auch die Vorgehensweise so empfehlen, zumindest wenn jemand relativ viele Tiere zum Verkauf hat oder relativ viele Tiere anbietet. Wie gesagt, sei ich das jetzt oder irgendein anderer größerer Züchter, dann glaube ich, macht es Sinn, wenn man sich das erst am PC anguckt, wie bei den Tieren direkt. Ne? Weil wenn er an den Terrarien oder Rex oder wo immer die Tiere drin sind, wenn ihr da hingeht, die meisten sind tagsüber verkrochen in ihrer Höhle, dann seht ihr gar nichts. Dann müsst ihr jede Höhle aufmachen, müsst jedes Tier nerven und vielleicht wollt ihr es oder kommt es ja wahrscheinlich gar nicht in Frage. Ne? Deswegen macht es wirklich Sinn. Sortiert es am PC, schaut es euch an, sucht euch eure Favoriten aus, ne? Meinetwegen die 5 schönsten Tiere am PC, wo er sagt, ah, den finde ich toll, ne? Notiert euch die Nummer oder den Namen oder was auch immer. So notiert euch die 5 schönsten Tiere und dann geht zu dem Züchter oder zu uns und sagt, guck mal, die 5 gefallen mir besonders gut. Und dann kommt der Punkt, wo man sich die Tiere in Original anschaut. Da kann man sich die 5 Tiere nebeneinander hinstellen, aussuchen, natürlich auch entscheiden. Es gibt doch immer auch manchmal, also gerade bei der ersten Schlange, ne, wenn das jetzt so einer ist wie der hier, der da die ganze Zeit probiert, mir in die Finger zu beißen, das sind vielleicht so Kriterien, die gerade ein Anfänger sagt, nee, der nervt mich, der will nach mir schnappen, den nehme ich nicht. Oder vielleicht sagt der andere doch, den finde ich gerade besonders toll und frech, genau deswegen will ich den. Wie auch immer, es sind ja Lebewesen, es sind Tiere, die euch die nächsten 20, 30 Jahre begleiten sollen. Und natürlich sucht man dann das Tier direkt aus, ne, und vergleicht die Tiere miteinander auch nach Gefühl, nach Verhalten, nach was weiß ich. Ne. Das ist so die Herangehensweise, die ich euch beim Aussuchen empfehlen würde. Wie immer zum Schluss der Verweis auf gute Literatur. Eben wenn ihr euch mit dem Thema Königspythons befasst, erkundigt euch natürlich wirklich vorab über die Haltung. Wie gesagt, die Tiere werden 20, 30 oder gar noch älter. Erkundigt euch genau, lest vorab Bücher. Natürlich ganz besonders möchte ich euch mein Python Regius Atlas der farbmorphen Pflege und Zucht. Also in dem Buch ist wirklich alles drin für den Anfänger, für den Profi. Also aber auch als Einsteiger findet er da drin wirklich alles, was er braucht. Macht es, tut euch vorab wirklich Bücher durchlesen, schaut Reptil TV,
beratet euch mit anderen Insidern vielleicht oder an irgendeinem Terrarianer-Stammtisch. Also vorab bitte gut erkundigen und dann kann es losgehen mit Königspythons. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.